Excel-Sheet bei so vielen Dailies. Ja, es ist schon sehr viel momentan. Ehrlich gesagt, das ist mehr als in Gacha-Games. Und Gacha-Games sind eigentlich bekannt für ihre Daily-Mechaniken, die dich hooken sollen, dass du immer wieder online kommst und am besten dann auch so lange wie möglich online bleibst. Also momentan hast du gefühlt mehr als in einem Gacha-Game. Schon echt viel. Also ich persönlich bin auf jeden Fall kein großer Fan davon, dass sie Events auch so auf einer Daily-Basis gestalten. Vor allem jetzt schon 2 Events in a row auf jeden Fall. Also quasi Thanksgiving, Turkey und gut, okay, Weihnachten, naja, doch, mit dem Einloggen war ja irgendwie auch Daily, weil wenn du es am 31. nicht abgeholt hast, war es weg. Also irgendwie Daily dran denken hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du nicht alles verlierst. Und jetzt beim New Year Event, diese Coins musst du dir auch Daily abholen. Wenn du sie nicht jeden Tag abholst, verfallen sie. Also bin ich persönlich eigentlich kein so großer Fan von. Es ist schon nicht schlecht vielleicht, dass man nicht unbedingt Leute belohnt, die einfach nur 80 Charakter einloggen und AFK die Coins farmen zum Beispiel. Wobei das halt auch nichts bringt, weil das sind ja größtenteils Power-Ups drin. Also wenn du die Charakter nicht spielst, hast du ja eigentlich so gut wie nichts davon. Also ich meine, so viel bringt es eigentlich auch wieder nicht. Aber also grundsätzlich der Gedanke ist vielleicht nicht schlecht, dass du jetzt Leute nicht so krass dafür belohnst, einfach nur online zu sein. Aber das mit den Thanksgiving Turkeys zum Beispiel, dass du jeden Tag nur einmal abgeben kannst und so, ist halt schon ultra unnötig. Man hätte entweder ein Gesamtlimit auch einführen können, dass du maximal 500 Boxen eintauschen kannst oder so. Pro Char irgendwie. Sowas hätte man auch machen können. Oder, keine Ahnung, also es gibt auf jeden Fall auch andere Wege, das zu regeln. Also dieses täglich dran denken ist halt schon nervig, wenn du eh schon so viele Daily-Sachen hast. Also du hast Daily Battle Pass immer, du hast Daily Taste U Spielzeit immer. Das sind schon mal 3 Sachen. Also Taste U Spielzeit sind ja technisch gesehen 2 Tabs. Plus die Battle Pass Sachen, das sind schon mal technisch gesehen 3 Sachen. Und dann hast du noch deine Tower Dailies ab Level 86. Also ab Level 86 hast du dann 4 Sachen. Und ab Level 162 hast du dann 5 Sachen. Dann kommen noch die Kylun Dailies dazu. Und dann je nachdem, ob du noch Bosse farmst, hast du noch Bosse. Und wenn du mindestens 2 oder 3 Bosse farmst, bist du dann irgendwann bei 6 oder 7 Dailies. Es ist schon ziemlich viel. Das ist mehr als in literally fast jedem anderen Game, was ich jemals gespielt habe. Klar, ein paar Sachen davon sind jetzt eventspezifisch. Aber die grundsätzlichen Dailies sind auch schon ziemlich viel. Na gut, okay, Taste U Spielzeit kann man sagen, es ist eine Daily, weil wenn du das eine denkst, denkst du automatisch auch an das andere. Okay, aber dann sind es immer noch locker 5 Dailies für den durchschnittlichen Flash-Spieler. Ein Boss wahrscheinlich mindestens, den fast jeder killt, oder viele Leute. Taste V, Taste U. In der Regel ein Event. Und Tower Dailies bist du schon bei 5. Und dann kommt es halt drauf an, was du sonst noch so machst. Also schon sehr viel. Deswegen wäre es eigentlich nicht schlecht, wenn sie bei den Events jetzt Abstand nehmen würden von Daily. Weil das grundsätzliche Daily schon so viel ist. Also wir brauchen keine Daily-Events, um die Leute online zu kriegen. Weil es bereits viele Daily-Mechaniken gibt, die die Leute täglich zurück ins Spiel holen sollten. Und ich sag mal so, wenn das nicht reicht, wird irgendein 0815-Event, also seid mal nicht böse, aber so ein 0815 Thanksgiving Turkey Event oder so ein 0815 Glücksrad, wo man ein paar Fishballs kriegt und wenn man ganz viel Glück hat, kriegt man vielleicht eine Ampli. Also das wird dich ganz sicher nicht auf einer täglichen Basis zurückholen, wenn es die Tower Dailies, die Taste U, Taste V, also wenn es der Battle Pass, wenn es die Tower Dailies, wenn es die Kylun Dailies, wenn das alles nicht schafft, dich jeden Tag zurückzuholen, dann schafft es ganz sicher auch kein 0815 Event. Klar, es gibt auch gute Events, ja, aber davon läuft halt gerade momentan keins. Aber so, also das ergibt ja gar keinen Sinn. Also ich meine, wieso sollte so ein Event dich jeden Tag zurückholen? Mehr als die Daily-Mechaniken, die schon im Game sind, die by the way auch ultra heftig sind, weswegen sie sich ja auch so krass lohnen.
wenn es die nicht schaffen, dann schafft es nichts und niemand. Meiner Meinung nach. Und so erhöhst du halt nur den Druck noch auf Leuten, die sowieso jeden Tag spielen, dass du ihnen noch mehr Dailies gibst. Was zwangsläufig nur dazu führt, dass du irgendwas vergisst. Weil es einfach so viel ist. Und ich meine, es ist ja immer noch ein Videospiel. Und ja, keiner zwingt dich, deine Dailies zu machen. Ich weiß, aber man will es ja machen, man will den Progress mitnehmen. Und dann ist er aber einfach nervig, wenn es so viel ist, dass du dir, wie du schon sagst, fast schon Excel-Spreadsheet machen musst, damit du nichts vergisst. Das ist utopisch. So viele Dailies sollte es nicht geben. Dass du Angst haben musst, dass du was vergisst, weil es einfach so viel ist. Und das nicht, weil du so viele Charakter hast, sondern wirklich, weil ein Charakter 5 oder 6 Dailies hat. Was dann sich nochmal multipliziert mit der Anzahl deiner Gesamtcharakter, aber erstmal unabhängig davon ist, wie viele Charakter du hast. Du weißt schon gar nicht mehr, wann du leveln sollst. Ja? Es ist ja auch, wenn du alle Dailies machst, wenn du alle Dailies machst, eine Party ziehst und einen Bossfight, bist du garantiert bei über einer Stunde Spielzeit und hast nicht gelevelt. Und auch keinen richtigen Dungeon Run gemacht, also ich rede jetzt von einem Solo-Bossfight. Party ziehen, Solo-Bossfight und Dailies sind manche Leute wahrscheinlich sogar 2 Stunden beschäftigt. Es ist einfach too much. Plus gegebenenfalls Events. Gut, die aktuellen Events kann man passiv farmen. Aber das ist ja das, was ich meine. Es ist too much. Also es darf auf jeden Fall nicht noch mehr werden, weil das einfach utopisch ist. Kein Game hat so viele Dailies. Oder kaum ein Game. It is too much.